Stell dir vor, alle am Tisch kennen deine geheimen Zahlen, nur du selbst tappst völlig im Dunkeln. Heute erkläre ich euch hier blitzschnell die Regeln zu GUT5. Ich zeige euch, wie ihr den Code knacken könnt und warum euch ein einziger Denkfehler komplett aus dem Spiel wirft. Hallo liebe Brettspiel-Teddy-Freunde, willkommen in der Kommandozentrale. Schnappt euch die Stifte, ich zeige euch, wie dieses geniale Logikrennen funktioniert. Los geht's! Jetzt geht's los mit Brettspiel-Teddy. Der Aufbau muss sitzen, damit keine Infos durchsickern. Eure Kommandozentrale. Jeder schnappt sich einen Sichtschirm, ein Spielertableau und einen Stift. Das Tableau und den Stift versteckt ihr hinter dem Sichtschirm und auf dem Tableau sind die 60 Plättchen des Spiels abgebildet. Das ist eure Checkliste. Im Sichtschirm könnt ihr auch schön schon den Spielablauf sehen. Dann mischt ihr die 60 Plättchen in der Spielmitte verdeckt. Stellt eure Spielleiste vor eurem Sichtschirm, das ist diese hier, sodass der Pfeil nach rechts zeigt. Und anschließend zieht ihr von jeder der 5 Farben jeweils ein Plättchen verdeckt aus dem Vorrat. Wichtig, ihr dürft euch eure eigenen Plättchen nicht ansehen. Diese 5 Plättchen gebt ihr dann an einen eurer Mitspieler und dieser stellt sie dann in die 5 Slots eurer Leiste. Und zwar zwingend in aufsteigender Reihenfolge, deswegen ist hier Minus, da kommt die kleinste hin, bis zum Plus, wo die größte Zahl hinkommt. Die Zahlen zeigen dabei von euch weg, sodass ihr eure eigenen nicht sehen könnt, sondern nur die eurer Mitspieler. Das sollte dann so aussehen, eure eigenen Zahlen könnt ihr nicht sehen, die eurer Mitspieler schon. Anschließend wird von jeder Farbe noch eins offen in die Tischmitte gelegt. Diese 5 Plättchen und alle, die ihr bei euren Mitspielern seht, könnt ihr nun schon auf eurem Board abstreichen, denn das sind keine Plättchen, die ihr vor euch stehen habt. Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Wenn du dran bist, machst du immer 2 Aktionen nacheinander. Das erste ist immer ein Plättchen aufdecken. Dabei ziehst du immer ein verdecktes Plättchen aus der Mitte, drehst es um, liest die Zahl laut vor, hier in dem Fall 30, und legst es zu den anderen 5 offenen Plättchen. Dort liegen jetzt also immer 6 Plättchen, die ihr zur Auswahl habt. Die zweite Aktion, die ihr dann immer machen könnt, ist nach einem Hinweis fragen. Dabei wählt ihr eins der 6 offenen Plättchen aus der Mitte und fragt einen Nachbar nach einem von 2 möglichen Hinweisen. Der erste Hinweis wäre einordnen. Ich sag mal, ihr hättet euch dieses Plättchen hier ausgesucht, die 30. Das gebt ihr euren Nachbarn und sagt ihm, ordne das hier in meiner Leiste an der richtigen Stelle ein. Und deswegen haben wir hier auch die Auskerbung. Ja, ich sag mal, der wird es jetzt hier hinschicken. Und dann wüsste ich, alles, was hier runter ist kleiner als 30. Alles, was hier rüber ist größer als 30. Und kann dann auf meinem Board zum Beispiel alle roten, die größer sind als 30, weil meiner ist ja kleiner, wegstreichen. Oder alle blauen, die kleiner sind als 30, könnte ich ebenfalls wegstreichen. Das würde ich dann hier machen. Und so bleiben halt immer weniger Zahlen zur Auswahl. Die Aktion könnt ihr auch hier als 2a sehen. Und jetzt kommen wir zur Aktion 2b. Und 2b ist vergleichen. Dabei nehmt ihr euch dieses Plättchen und jetzt kommt es auf die Punkte an, die hier unten sind. Seht ihr, hier sind 3 Punkte drauf. Die Plättchen haben immer 1, 2 oder 3 kleine Punkte. Und dieses Plättchen stelle ich dann auf eins meiner Plättchen. Ja, da muss die Farbe auch nicht übereinstimmen. Und frage dann meinen Mitspieler, hat das Plättchen da drunter genauso viele Punkte wie das Plättchen da drüber? In dem Fall 3 Punkte. Und jetzt möchte ich halt wissen, hat das Grüne auch 3 Punkte? Und der Nachbar antwortet dann mit Ja oder Nein. Und danach nimmt man das Plättchen und legt es hinter dieser Zahl offen hinter der Leiste. Wir haben uns immer gemerkt, wenn es richtig war, dass auch 3 Punkte war, lassen wir es so liegen. Hat es nicht 3 Punkte, also 1 oder 2 Punkte, legen wir es so quer hin. Warum machen wir das? Jetzt schauen wir mal hier uns unser Wertungstableau an. Und ihr seht, hier sind auch die Punkte drauf, ja. In dem Fall wäre es so, ich wüsste, okay, der Grüne hat keine 3 Punkte, dann könnte ich alle, die 1 und 2 Punkte haben, bei Grün wieder wegstreichen. Und auch so wird die Auswahl der Zahlen, die noch übrig sind, immer kleiner. Nach deinem Zug nutzt du die Infos, um auf deinem Geheimtableau Zahlen auszuschließen. Hast du dich mal total vertan? Kein Stress. Du kannst das Tableau, hier ist noch ein Wischer dran, einfach sauber wischen und neu überlegen. Die Hinweise in der Mitte liegen ja immer offen aus. Doch wie wird jetzt eigentlich gewonnen? Wir haben hier keine Rundenbegrenzung. Wenn du glaubst, du weißt deine Zahlen, dann schlägst du einfach zu. Du darfst das jederzeit tun, auch wenn du gar nicht am Zug bist, denn auch wenn die anderen Plättchen aufdecken, kannst du es dir abstreichen und kommst dann vielleicht auf die Lösung. Wenn du meinst, du hast die Zahl, rufst du laut, ich habe die 5 und dann nennst du deine 5 Zahlen in aufsteigender Reihenfolge, wie sie auf deinem Board stehen und die hast du dann hier oben eingetragen. Ist alles richtig? Bam, du gewinnst sofort. Hast du aber auch nur einen Fehler? Autsch. Du fliegst sofort aus der Partie und die anderen spielen dann ohne dich weiter. Und falls tatsächlich mal vorkommen sollte, dass alle außer einer Person falsch raten, dann gewinnt die Person, die als letztes noch im Spiel ist. Das ist so ein bisschen wie so ein Reality-Star, man muss nichts können und gewinnt trotzdem und bekommt Geld. Also Geld bekommt ihr hier aber nicht.
Und das war Gut 5, ein knallhartes Logikrennen. Seid ihr bereit für den Gehirnschmalzspurt? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. I've got 5 on it. Von Lunis, kennt ihr vielleicht noch. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi.